Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. In diesem Video möchte ich euch zwei neue Figuren vorstellen, die ich aus der Masters of the Universe Origins Reihe bekommen habe. Zwei neue Figuren und natürlich bin ich auch wie immer auf euer Feedback zu diesen Figuren gespannt. Also fangen wir direkt an. Los geht's! Ja Leute, und anfangen möchte ich mit einer neuen Figur aus der neuesten Wave, aus der Wave 8 der Masters of the Universe und auch einem neuen Shop, wo ich das Ganze bestellt habe. Es war der erste Shop, der diese Figur meines Wissens nach angeboten hat, hier in Deutschland. Ja, und ich habe die Figur erhalten und ich mache mal kurz Werbung. Stephansspielplatz.com www.stephansspielplatz.com ist ein relativ neuer Shop, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Stefan, wenn du das Video siehst, korrigiere mich und kommentiere das Video hier. Er bietet Toys an für Sammler, Neuheiten. Ich glaube, er hat keine Vintage-Sachen im Angebot, ja, aber er hat neue Figuren aus allen möglichen Toy-Reihen und so weiter. Unter anderem natürlich jetzt die Masters of the Universe, die Origins-Figuren, die Revelation-Figuren etc. Und von den Origins hatte er, das habe ich bei Instagram gesehen, da ist er auch vertreten, hat er einen Post gemacht, dass er diese Figur jetzt im Laden hat und sofort verfügbar hat. Und ich dachte mir, ich probiere es mal aus, ich bestelle bei ihm, habe die Figur jetzt bekommen. Und es handelt sich um den Flying Fist He-Man auf der EU-Karte, also keine US-Karte, sondern wirklich die Karte, die eigentlich bei uns auch im regulären Handel erscheinen soll. Habe die Figur bekommen und ich habe jetzt der Stefan dann auch über Instagram Kontakt gehabt. Der hat gesagt halt, ist die Figur angekommen, wie gefällt's dir? Ja, und ich muss sagen, Stefan, verpackt 1A, richtig gut, super zu empfehlen. Ja, die Karte hat leichte Beschädigungen, nenne ich mal, leichte Detscher hier und so weiter. Das ist aber, Leute, nicht auf den Stefan zurückzuführen, sondern das liegt halt an Mattel, an den Origins. So wie der Stefan es verpackt hat, wäre da kein Knick dran gekommen. Ja, aber wie gesagt, Mattel, ihr wisst das ja, bei den Origin-Figuren, bei den dünnen Karten, ist da nicht immer so ganz super mit dem Verpacken von den Figuren, bei dem Ausliefern an die Händler, an die Distributoren etc. Und ja, was soll ich sagen, von der Figur her ist es eine weitere He-Man-Variante, die es auch zu Vintage-Zeiten gab. Ja, es war eine spätere Ausgabe von He-Man. Hier hat er so ähnlich wie bei dem Battlefield Warrior Set eine glänzende Rüstung, zwar kein Battle Armor He-Man, das heißt, ich habe halt ich kann keine Beschädigung, ich kann nicht draufdrücken, dass sich da die Rolle dreht und ich Kampfspuren halt sehe, das nicht. Aber es ist eine glänzende Rüstung wieder, es ist eine Deluxe-Karte, das heißt eine breitere Karte mit mehr Zubehör und diese Deluxe-Karten haben auch immer einen Wechselkopf dabei. Ja, das heißt, ich habe hier den He-Man Kopf, den Standardkopf, also quasi ein Vintage-Kopf, und es sieht aus, ich habe es mal verglichen, wie der Kopf von dem Battlefield Warrior Set, und deswegen dachte ich, naja, dann haben sie auch halt diesen Kopf mit den wehenden Haaren hier, der ja auch als Ausweichkopf in dem Battle Warrior Set drin ist, wo der Battle Cat mit dabei ist noch und der He-Man mit Kampfspuren, der hat ja auch wehende Haare, und ich dachte, wir haben den gleichen Kopf genommen, aber Leute, für mich ist das hier ein anderer Kopf. Ja, er hat eine andere Bemalung, sage ich mal. Die Augen sehen ein bisschen anders da gemalt aus. Das Battle Warrior, der Ausweichkopf, oh Gott, das ist ein Zungenbrecher, da sieht man zum Beispiel auch eine Zunge. Das heißt, er hat einen roten Rachen. Hier ist der Rachen neutral gehalten in Hautfarben. Ja, und auch die Augenbrauen sind anders da gezeichnet. Ja, und ich meine halt auch, und das könnt ihr jetzt wieder in die Kommentare schreiben, weil ihr seid die Experten auch da draußen, dass auch die Frisur, diese wehenden Haare ein bisschen anders sind wie bei der Battlefield Warrior Figur, finde ich ein bisschen sonderbar, weil Mattel ja immer gerne Altbekanntes nochmal neu verwurstet und ein bisschen abgeändert rausbringt, also andere Farbgebung zum Beispiel. Ja, und ich würde mich wundern, wenn sie hier halt nochmal einen extra anderen Kopf machen, wenn es schon so einen ähnlichen gibt. Aber wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das denkt. Ansonsten hat er hier wieder als Zubehör sein Zauberschwert dabei, er hat dieses Schild dabei, er hat eine Wechselhand dabei, den Kopf wie gesagt, und er hat halt dieses Dreier, wie nennt man es denn? Ich wollte fast sagen Karussell, aber diese Waffe, die sich drehen kann, ja. Meine Frage an euch ist, der He-Man hieß ja immer Flying Fist, also fliegende Fäuste.
Ja, und ja, diese Waffe rotiert, das sieht man auch ganz schön, wenn ich das Ganze jetzt mal rumdrehe, hinten auf dem Artwork hier, ja, wo ich gleich nochmal drauf komme, sieht, diese Waffe rotiert halt, ja, so dass halt diese Kugeln sich drehen und ich meinen Angreifer damit halt niederschlagen kann, ja, oder wegschlagen kann. Wieso heißt der aber Flying Fist? Das habe ich früher schon nicht so ganz verstanden, weil es sind ja keine fliegenden Fäuste, aber wahrscheinlich mache ich mir da zu viele Gedanken drüber. Deswegen lassen wir das gerade wieder. Hier hinten sieht man nochmal die Funktionen abgebildet, wie immer. Ich habe hinten auf der Rückseite von He-Man eine Möglichkeit, die Waffe, ja, ich weiß nicht, sieht man das hier? Ne, das sieht man jetzt nicht abgebildet, aber die Waffe, sieht man das ja an der Seite, hat auch so eine Aufhängung. Ja, ich kann die halt hinten einklicken bei He-Man auf dem Rücken, ja, damit er sie nicht immer in der Hand tragen muss. Also ich finde es wirklich toll. Ich habe diese Figur damals nicht gehabt. Ich hatte meinen Standard He-Man. Ich hatte nicht mal einen Battle Armor He-Man damals, weil meine Eltern immer gesagt haben, du hast doch einen He-Man, wieso brauchst du denn den 5.? Kriegst du lieber eine andere Figur, die du noch gar nicht hast. Fand ich auch immer gut. Ja, von daher habe ich den, ich habe den noch nicht gehabt. Das Artwork, da komme ich jetzt mal drauf zu sprechen, das finde ich halt genial, weil es gibt so viel Einblick in mögliche Neuheiten und bis jetzt hat sich ja so gut wie alles bewahrheitet, meine ich, was auf den Artworks vergangener Waves drauf war. Die kamen ja irgendwann alle raus und hier habe ich einiges, Leute. Ich habe hier am Rand Zyklon oder Cyclone, ja, ich habe den Mossman und ich habe, wo ist er, wenn ich jetzt drauf gucke, genau da klein, Fisto. Fisto gibt es ja schon. Ja, also hier wieder zwei weitere neue Figuren. Mossman, der meines Wissens Stand jetzt bei der Aufnahme des Videos noch nicht angekündigt ist, genauso wie Cyclone. Und, ja, ja, ich habe hier, und kann man gucken, ob Skeletor drauf ist, aber der ist nicht drauf. Ich habe hier Eternia. Das Eternia Playset ist hier abgebildet. Ja, also die Türme, beziehungsweise der Turm. Ne, es sind zwei Türme, daneben wird wahrscheinlich hier der andere Turm noch sein, der ist jetzt nicht auf dem Bild. Das deutet darauf hin, Leute, dass Mattel wirklich plant oder überlegt, finde ich, ja, Eternia als Playset rauszubringen. Die Masters kennen, wissen, dass das Eternia Playset eins der letzten Playsets oder das letzte Playset war, was zu den Masters of the Universe in den 80ern rausgekommen ist. Es ist das teuerste Playset, es ist das größte Playset, es ist also fast unbezahlbar heute, wenn man es halt in einem kompletten Zustand haben möchte. Ja, also näher gehe ich da jetzt gar nicht drauf ein, ja, was da alles dabei ist, Schienenfahrzeuge etc. Ich fände es so klasse, wenn Mattel das rausbringt. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Mattel das halt in mehreren Steps rausbringt. Zum Beispiel die Türme einzeln oder so weiter, wenn sie sagen, es ist zu teuer, das als eines rauszubringen. Und das wird wahrscheinlich, wenn eine Castle Grayskull zum Start 100 € gekostet hat, dann gehe ich davon aus, dass es das Eternia Playset mit allen drei Türmen locker das Doppelte kostet. Vielleicht sogar so 250 €, könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja, aber Zukunftsmusik, das ist meine neue Figur, das ist mein neuer He-Man. Ja, achso, ansonsten, ich habe hier die Figuren noch von der Wave. Moment, ich muss gerade, ich bin gerade, ich glaube, habe ich eben Wave 8 gesagt. Das ist natürlich Wave 7 hier. Denn ich habe hier die Sorceress drauf, ich habe hier Jitsu drauf, ich habe hier Buzz-Off drauf, ja, und ich habe hier den Mini-Comic Stratos, Flying Fist He-Man und Terrorclaw Skeletor. Das heißt, Terrorclaw Skeletor fehlt mir jetzt noch, ja, und wer meine Videos kennt, der weiß, jetzt habe ich schon gespoilert. Ansonsten bin ich jetzt komplett und wieso das so ist, das zeige ich euch jetzt sofort. Ja Leute, denn ich bin jetzt mit der Wave 7 Standardfiguren komplett. Mir fehlt jetzt nur noch der Terrorclaw Skeletor, denn der Mini-Comic Stratos hat seinen Weg in meine Man Cave gefunden. Ja, und das ist echt klasse und es ist echt krass, weil komischerweise diese Figur ist so schwer zu bekommen, wird von Mattel anscheinend nicht ausreichend ausgeliefert wie die anderen Figuren. Sie wird nirgendwo großartig angeboten. Ich weiß nicht, wieso es an dem Stratos hängt, denn es ist ja quasi ein Repaint von einer bestehenden Figur. Der ist ja nur anders da bemalt. Ja, wieso Mattel den nicht beibekommt, bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht wisst ihr mehr, dann schreibt es wie immer in die Kommentare. Ich habe die Figur bekommen von einem guten Freund. Ja, der hat mir die mitgebracht.
hat gesagt, hier, ich möchte dir was Gutes tun für deine Sammlung. Ich weiß, du suchst den. Hier hast du den. Ich sagte, ich war sprachlos. Ich habe gesagt, ja, okay, vielen Dank. Was willst du denn dafür haben? Nein, ist für deine Sammlung. Ja, zeig's in deinem Channel, freu dich dran, hab Spaß daran. Ich habe gesagt, ja, wo hast du den denn her? Sagt er, ist doch egal, ich möchte ihn dir schenken. Leute, ich weiß nicht, wo er herkommt, ich weiß nicht, was er gekostet hat. Normalerweise kosten die Origins aktuell, die haben ja mal 15,99 gekostet, jetzt kosten sie, glaube ich, 16,99 durch die Preiserhöhung oder die Entwicklung im Markt. Die Figur wird überall, wo sie zu erhalten ist, eigentlich in Online-Läden und so weiter, für 29 € auf Online-Plattformen, auf Auktionsplattformen für über 30 € gehandelt. Leute, ich hoffe, mein Bekannter hat das nicht ausgegeben und ich hoffe auch, ihr gebt das nicht aus für diese Figur, ja, weil das ist eine 16,99 Figur. Ja, ich weiß, der Markt bestimmt den Preis, oder wie sagt man das? Also, wie gesagt, künstliche Verknappung treibt den Preis in die Höhe. Das kann allerdings nicht im Sinne von Mattel sein, weil Mattel verdient ja an den Zusatzpreisen nichts. Also ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, ich habe ihn jetzt in der Sammlung und Leute, jetzt werde ich vielleicht auf ein bisschen Kritik stoßen bei euch. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt, aber diese Mini-Comic-Version von der Farbgebung gefällt mir besser wie der Standard Stratos. Das hatte ich schon auf den Bildern mir gedacht. Ich dachte mir, wow, der sieht richtig cool aus mit den Farben. Ja, und ich hatte den Stratos damals nicht gehabt, also die normalen grauen, ich nenne es mal, ja doch grau-blauen Stratos, ja, hatte ich damals nicht gehabt als Kind, habe somit auch keine Berührungspunkte gehabt. Womit ich aber Berührungspunkte hatte, waren die Mini-Comics. Und da blende ich euch jetzt nochmal ein Bild ein und dann seht ihr, ja, dass in den ersten Mini-Comics Stratos in diesem Design war. Ja, und deswegen vielleicht gefällt der mir jetzt wirklich besser, weil ich das besser assoziieren kann mit dem Stratos. Er hat in dem Mini-Comic, wie ihr seht, halt auch diesen Federkranz um den Hals. Das haben sie halt hier vergessen. Sie haben halt hier wieder ja, den vorhandenen Stratos verwurstet und einfach eine andere Farbgebung gemacht. Das heißt, ich habe auch keine Krallenfüße oder so, sondern das ist der Standard Stratos mit einer anderen Farbe. Aber trotzdem, der ja, gefällt mir persönlich besser wie der, ich nenne ihn mal normale, wie der normale Stratos. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare, welche Version euch besser gefällt und vielleicht auch warum. Ja, habt ihr den vielleicht früher als Kind gehabt, dann gefällt euch vielleicht der normale graue Stratos besser. Ja, oder wie ich, der den damals nicht hatte und halt nur die Mini-Comics kannte, vielleicht gefällt euch dann der hier besser. Ja. Auf der Rückseite nochmal auch wieder hier die Figuren, aber ohne die Deluxe-Figuren, also ohne den Terror Claws und den Flying Fist He-Man. Ja, ich kann hier nochmal auf den Bildern wieder sehen, was ich mit dem Stratos machen kann. Das heißt, ich kann ihn die Flügel anklicken und ich kann ihn in der Hand halten und rumtragen. Ganz toll. Super Idee. Wäre ein Kind wahrscheinlich nie drauf gekommen, dass er das mit der Figur machen kann. Und sie haben auch hier hinten, das finde ich auch sehr, sehr schön, sie haben auch ein anderes Artwork. Das haben sie gemacht, sie haben die Karte geändert. Sie haben ein anderes Artwork zu dem Stratos dabei gepackt, wie zu dem normalen Stratos in der vorangegangenen Wave. Und dieses Artwork ist auch wieder eine Hommage an eines der ersten Mini-Comics. Da hat nämlich auch dieses Seeungeheuer eine Rolle gespielt. Ja, und das finde ich toll, dass hier Stratos He-Man zur Hilfe eilt und das Monster bekämpft und somit He-Man vielleicht sogar rettet. Finde ich total toll. Ja, diese Figur ist jetzt auch in meiner Sammlung und somit habe ich, wie gesagt, die Wave 7 endlich komplett, was die Standardfiguren angeht. Ich freue mich sehr. Ja, jetzt geht es dran, die Wave 8 zu komplettieren und hoffe, dass halt da demnächst weitere Figuren erscheinen werden. Ja Leute, was sagt ihr zu den beiden Figuren? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Habt ihr schon mal bei, ich halte es nochmal hoch, stefansspielplatz.com bestellt? Wie seid ihr zufrieden mit ihm? Ja, wie gesagt, ich mache das ganz unentgeltlich. Ich bekomme von ihm keine Figur umsonst, nichts gesponsert oder so weiter. Ich mache das, weil ich euch meine Meinung zu diesem Shop teilen will mit euch. Ja, ich habe da bestellt, ganz normal als Kunde, habe da Ware bekommen und möchte euch jetzt wissen lassen, wie es mir persönlich gefallen hat, wie die Abwicklung war und ich fand, die war super. Ja, also vielen Dank nochmal, Stefan. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr von den Figuren haltet. Ansonsten
Wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal sein solltet, dann blende ich euch gleich nochmal hier Videos ein. Zum Beispiel habe ich auch schon eine Figur aus der Masters of the Universe Origins Wave 8 bekommen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, klickt doch mal rein und schaut euch das Review dazu an. Ansonsten, Leute, habe ich noch viel mehr auf meinem Kanal, ja, von 80er Musik, natürlich Toys, ja, Merchandise, Filme etc. alles zu finden. Klickt mal auf meinen Kanal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn euch mein Kanal gefällt, gerne ein Abo dalassen und kein weiteres Video mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Retro Rauner.